Willkommen zurück, heute am Sonntag, den 26.03. zurück auf der Werft. Und ja, ihr seid richtig, ich bin nicht Bob der Baumeister, aber ich dachte mir, ich ziehe mich mal vielleicht etwas passender für eine Werft an. Ja gut, ich gehe mal davon aus, diesen Helm, den gab es früher noch nicht, als die Titanic gebaut wurde. Blaumann weiß ich nicht, kann ich mir vielleicht vorstellen, aber ja, mal ein etwas passenderes Outfit, sage ich mal. Ja, es geht heute auch direkt weiter mit dem Bau. Beim letzten Mal ist die untere Ebene hier von den Schrauben, die Antriebswellen fertiggestellt worden, der unterste Teil des Hecks ganz hinten. Heute kommt noch eine Ebene darauf, das sind die Tüten Nummer 37. Die habe ich hier auch schon vorbereitet, hier die großen Teile, hier die kleinen Teile. Auch das Buch liegt schon bereit. Nur die falsche Seite merke ich gerade. Hier geht's los mit den Tüten Nummer 37. Wer sich noch erinnert, das letzte Mal habe ich gesagt, ich möchte euch heute erstmal zeigen, wie viele Tüten noch hinter mir liegen. Jetzt wird manch einer sagen, Moment mal, hinter ihm, irgendwas ist doch heute anders. Ja, ich habe etwas umgebaut, die Werft komplett umgebaut. Nach wie vor liegen die restlichen Tüten hinter mir, nur der Tisch steht jetzt in dieser Richtung. Ich sitze ja jetzt umgedreht. Und ich blende hier mal das Bild ein. Hier seht ihr es, also wie viele da noch auf dem Tisch da hinten liegen. Ja, es sind noch einige. Ich muss gerade mal nachschauen. Also wir haben bisher 1741 Steine verbaut. 9090 sind es. Ja, also es sind noch gute 7000 und ein paar zerquetschte 7350 so ganz grob stehen noch aus, also was man vielleicht auch auf dem Bild dann hier erkennen kann. Ganz oben auf seht ihr vielleicht auf dem Foto hier auch die Tüten mit der Nummer 3, die stehen beim nächsten Mal an. Heute geht es aber erstmal um die Tüten Nummer 37. Bei den letzten beiden Videos gab es ja den neuen Counter, der die Steine mitgezählt hat. Das ist ganz praktisch, weil dann spare ich mir jetzt selbst immer das Mitzählen, das Ausrechnen. Das heißt, hier meinen Block, den brauche ich nicht mehr, den Bleistift habe ich eh schon weggetan. Der ist jetzt auch überflüssig. Das übernimmt jetzt der Counter. Wie er es genau macht, weiß ich nicht, aber es scheint zu funktionieren. Bisher war der ja hier unten immer zu sehen. Ab sofort seht ihr den dann hier oben. Im Moment noch gar nicht. Jetzt ist er erstmal hier unten. Ja, jetzt wird er aber mal hier nach oben gehen. Jo, jetzt ist er da oben angekommen. Passt auch die Werte stimmen. Das heißt, im Grunde kann ich dann jetzt eigentlich auch loslegen. Warte, was? Nee, ich war irgendwie gerade etwas irritiert. Ich dachte, da wäre beim Counter irgendetwas gewesen. Gut. Ja, es geht los mit den Tüten Nummer 37, die letzte Ebene hinten am Heck, und dann geht es beim nächsten Mal, wie gesagt, vorne wieder an den Bug, weil dann kommen die Bullaugen und damit auch die Beleuchtung, dazu später mehr. Gleich schon mal vorweg, sobald ich hier fertig bin mit den Tüten Nummer 37, möchte ich euch die beiden Lightkits kurz vorstellen und auch noch das dritte, was ich nicht gekauft habe und was ich mit allen dreien quasi vorhabe, mit denen ich gekauft habe, und auch was ich vorhabe mit dem, was ich quasi nicht gekauft habe, was ich da als Ideen daraus entnehme. Dazu aber mehr nach dem Bauen. Jetzt würde ich sagen, lege ich einfach mal, ich merke auch gerade, meine Stimme verabschiedet sich, es wird Zeit, dass ich ans Bauen gehe. Ja, und damit starte ich. Ja, dieses Teil hier erinnert mich doch sehr stark auch wieder vorne an den Bug, der ja vom Prinzip her genauso spitz zuläuft, also das Heck im Endeffekt genauso wie der Bug.
Ich hole den gerade noch mal her. Man sieht hier die Titan nicht mehr ganz in der Länge. Hier, das entspricht so ein bisschen diesem Teil hier. Dieselben Steine zumindest wurden hier auch verbaut. Ja, da werden doch gleich wieder Erinnerungen wach. Wer bisher fleißig zugeschaut hat, dem wird, sage ich mal, dieses Bauteil bekannt vorkommen. Das haben wir zum einen hier im Heck schon zweimal gehabt. Einmal hier, nur andere Farben. Also auf beiden Seiten und nicht nur da. Um mal wieder den Bug auch hier hervorzuholen. Auch hier beim Bug hier unten hatten wir auch schon zweimal diese nicht ganz exakt gleiche Konstruktion, aber vom Grundaufbau her die gleiche. Also Bug und Heck sind wohl relativ ähnlich konstruiert. Ja, ich wollte gerade mal zwischendurch kontrollieren, ob der Counter auch wirklich mitzählt. Der hat jetzt nichts gemacht, aber ich glaube, ich muss erst umblättern. Ja, jetzt hat er weitergezählt. Ja, hier mal wieder, finde ich zumindest für meine Lego-Zeit, einen etwas ungewöhnlicheren Stein, rechteckig, flach, mit hier auch noch runden Einkerbungen. Ich glaube jetzt eher nicht, dass die vielleicht eine Funktion haben, aber lassen wir uns überraschen. Übrigens genauso für mich ungewöhnlich hier dieser Stein, also zumindest zu meiner Zeit, bevor jetzt jemand fragt, wann das war, das spielt keine Rolle, aber zu meiner Zeit gab es solche Lego-Steine quasi als Rechteck. Ich gehe mal hier weiter rüber, da sieht man das, glaube ich, besser. Auch noch nicht. Das Schwarz ist, glaube ich, jetzt auch schwierig zu erkennen, den brauche ich noch nicht.
Ja, also was das darstellen soll, ist wohl, glaube ich, ziemlich deutlich zu sehen und ich finde, es ist auch eine absolut geniale Konstruktion. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich finde es trotzdem, es ist einfach so, jetzt mal abgesehen hier von der Ruderanlage, die dritte Schraube und hier natürlich auch das Ruder selbst, das Ruderblatt. Wie sieht man das hier am besten, wenn man es bewegt? Genauso natürlich auch wieder wie hier überhaupt die Vielfalt der Steine, die Konstruktion an sich. Ich glaube, ich kann es nicht oft genug hervorheben. Also sich das so auszudenken, finde ich schon ganz toll. Geniale Leistung. Und wie gesagt, einfach mal quer durch das gesamte Steinesortiment von Lego hindurch. Schon ganz schön. Auch farblich natürlich, auch wenn man später davon gar nichts mehr sieht. So, ja, noch ist das hier alles ein bisschen wackelig. Die ganze Ruderanlage hängt im Moment nur an der mittleren Schraubenwelle. Ich gehe mal davon aus, das wird noch fixiert werden. Also nicht das komplette Ruder, sondern nur das, was hier fixiert werden muss. Das Ruder selbst muss natürlich beweglich bleiben, sonst wird es ein bisschen schwierig beim Kurvefahren. Ja, hier steht mal wieder ein kleiner historischer Fakt, im Besonderen hier zum Ruder, dass das Ruder der Titanic 24 Meter groß war, 4,65 Meter lang und es wog über 100 Tonnen. Ja, und deswegen war es auch notwendig, um es überhaupt bewegen zu können, dass man dazu Maschinen einsetzte. Ich glaube, mit reiner Muskelkraft wäre das etwas schwierig geworden. Oder man hätte sehr viele Leute dafür gebraucht. Das war's. Das waren die Tüten Nummer 37. Unser Heckabschnitt ist ein gutes Stück gewachsen, wie man hier sieht. Wir haben jetzt schon die Ruderanlage, die dritte Schraube und hier den Aufbau für die Verkleidung. Ja, und damit bin ich hier auch am Ende. Dieses Mal ist nichts übrig geblieben, ist aber auch nicht so dramatisch wie immer. Besser, als wenn was fehlen würde. Gut. Ja, wie viele Steine wurden verbaut? Schauen wir mal oben auf unseren Counter. Es sind 187, was jetzt hier in den Tüten Nummer 37 drin war. Und insgesamt, wenn ich das richtig erkenne, haben wir jetzt 1928. Ja, also immer noch einiges vor uns. Gut, ja, dann kann der Counter erstmal wieder weg. Den brauche ich jetzt nicht mehr, den brauche ich erst beim nächsten Mal wieder. Weil jetzt im zweiten Teil des heutigen Videos möchte ich euch ja die Beleuchtungskits vorstellen. Ja, das erste, was ich mir in erster Linie gekauft habe für die Beleuchtung der Titanic, das ist das von Game of Bricks. Davon gibt es 3 verschiedene Varianten. Da wäre zum einen die Classic. Ihr seht jetzt hier auch mal das Bild von Game of Bricks, also wie die Titanic dann fertig aussieht. Es gibt das Classic, es gibt das Remote und das Remote mit Sound. Remote ist klar, da ist Fernsteuerung mit dabei, das ist das, was ich hier auch habe. Remote und Sound, da sind noch Sound- und Musikeffekte dabei. Ja, ich sag mal so, mein Fall ist es nicht. Man kann es bei YouTube anschauen, das Video, wie sich das anhört mit Musik und Sound. Die Links dazu, auch zu den ganzen Beleuchtungskits, findet ihr in der Videobeschreibung.
Ja, bei dem Beleuchtungskit von Game of Bricks, ihr seht es auf dem Bild, was mir da eben gefallen hat, das ist vor allem, dass die Bullaugen beleuchtet sind. Das ist das einzige von den dreien. Es gibt ja noch das dritte Beleuchtungskit, Light My Bricks. Da sage ich dann gleich am Ende noch was. Und bei diesem hier, Game of Bricks, da sind wie gesagt die Bullaugen beleuchtet. Das finde ich eine sehr schöne Sache, weil wenn nur der Oberbau beleuchtet ist, sieht irgendwo ein bisschen langweilig aus. Ja, was auch schön ist hier bei Game of Bricks, das sieht man hier auch wieder schön auf dem Foto, dass die beiden Positionsleuchten, grün für Steuerbord und rot für Backbord beleuchtet sind. Das ist zum Beispiel bei dem von Brickshine nicht der Fall. Was mir nicht so gefällt und was ich auch nicht übernehmen werde, ihr seht es auf dem Foto, da sind einmal diese Wattebäusche oben in den Schornsteinen. Das ist jetzt auch nicht so mein Fall. Und auch die sind noch beleuchtet, das lasse ich auch weg. Und jetzt nichts gegen den Hersteller von Game of Bricks, aber was ich ganz schlimm finde, das sind die Lichter entlang das waren ja Stahlseile, die von vorne nach hinten, das Stahlseil, was von vorne nach hinten geht, das sieht aus wie ein Ausflugsdampfer. Also darauf werde ich auch definitiv verzichten. Gut, bei dem Classic übrigens, bei der Classic-Variante ist die Beleuchtung der Bullaugen nicht mit dabei. Preislich, ich weiß nicht, wie die aktuellen Preise sind. Das letzte Mal, wo ich geguckt habe, das Classic ungefähr 60, das Remote ungefähr 100, also das, was ich habe, und das mit Sound noch dazu, circa 128. Gut, schauen wir uns mal das von Brickshine an. Das von Brickshine habe ich ja zusätzlich gekauft, weil ich aus diesem die Dampfmodule nehmen möchte, weil das ist das einzige von den drei Leuchtkits, Lightkits, was auch Dampfmodule mit dabei hat. Deswegen brauche ich auch die Wattebäusche überhaupt nicht. Was das aber nicht hat, das sind die Bullaugen, auch keine Positionsleuchten. Was es dafür zusätzlich hat, ihr seht es hier auch wieder auf dem Foto, das ist diese blaue Untergrundbeleuchtung, die quasi das Wasser simulieren soll. Da weiß ich noch nicht, aber ich glaube auch eher, dass ich das weglassen werde. Gefällt mir jetzt auch nicht so ganz schön. Ja, aber bei diesem Brickshine sind wie gesagt die Dampfmodule dabei und die möchte ich ja übernehmen. Dann zu dem anderen, die beiden Sets sind ja kompatibel, das ist das gleiche Stecksystem. Ich vermute mal, bei dem dritten Light My Bricks wird das nicht anders sein. Und ich habe aus der Packung von Brickshine ja auch schon etwas übernommen, nämlich die Beleuchtung der Kessel hier, weil die 4 LEDs, die eigentlich dafür gedacht sind, weil das ist bei Brickshine genauso, dass oben die Schornsteine beleuchtet sind, diese 4 LEDs habe ich hier dafür genommen. Im Nachhinein ist mir dann aufgefallen, bei dem Beleuchtungskit von Game of Bricks sind ja auch 4 LEDs dabei für die Schornsteine oben. Die brauche ich ja auch nicht, aber dafür habe ich schon eine andere Verwendung, dazu gleich mehr. Ja, und dazu gleich mehr. Und damit bin ich auch beim Beleuchtungskit von Light My Bricks. Bei dem ist es besonders auch so, wenn es noch interessiert, die Preise von Brickshine. Auch da gibt es übrigens 3 verschiedene. Da gibt es ein Classic, ein wie sind sie, Advanced und Remote. Ja, Remote ist wieder klar. Bei Classic sind keine Dampfmodule dabei. Die Preise muss ich jetzt gerade schauen. 57, 85, 106. Also nicht so viel anders als bei Game of Bricks. Ja, Light My Bricks dagegen, da habe ich nur eine Variante gefunden und die kostet auch 188 €. Warum? Da seht ihr hier wieder auf dem Bild, was halt dort sehr schön ist. Die 3 einzelnen Teile der Titanic, der Lego Titanic, weil man kann die ja in 3 Teile zerlegen, wenn sie fertig gebaut ist, sind separat beleuchtet. Bei den anderen beiden hat man dann diese Kabelübergänge, also da wird es wahrscheinlich nicht so viel Spaß machen, die dann immer wieder mal auseinander zu klappen, die Titanic. Leider hatte ich die beiden schon, als ich das von Light My Bricks entdeckt habe. Vielleicht hätte ich dann das genommen. Ja, bei Light My Bricks auf dem Bild, was ihr gerade seht, da sieht man auch, dass an den beiden Masten jeweils 2 Lampen dran sind. Das war damals ja auch so. Und da werde ich dann schon mal die 2 LEDs von den 4, die ich aus dem Game of Bricks nicht brauche. Jetzt auf dem anderen Bild, da sieht man das auch nochmal sehr schön, dass eben die 3 Teile separat beleuchtet sind.
Da seht ihr auch das mit den Kesseln, was ich daraus entnommen habe, die Idee. Da ist auch der Swimmingpool beleuchtet. Ich weiß nicht, ob das damals schon bei der Titanic war, das werde ich weglassen. Aber ich habe jetzt ja noch 2 LEDs übrig. Und ihr seht auf dem linken Teilbild, da ist im Maschinenraum oberhalb auch nochmal diese orangefarbene Beleuchtung. Dafür werde ich dann auch diese beiden LEDs benutzen, die ich hier aus Game of Bricks nicht brauche. Ob das alles hinhauen wird von der Kabellänge, ob ich das alles wirklich so verkabeln kann, ja, das wird dann noch etwas spannend. Hä? Was ist denn jetzt schon wieder? Wieso ist denn der Counter jetzt schon wieder da? Den brauche ich doch jetzt gar nicht mehr. Hallo? Ich fasse es nicht. Raus mit dir. So. Den brauche ich erst beim nächsten Mal wieder, wenn es dann weitergeht mit den Tüten Nummer 3 am Bug. Wo war ich stehen geblieben? Ja, beim Beleuchtungskit von Light My Bricks. Also daraus werde ich nur ein paar Ideen übernehmen. Und bevor ich jetzt mal ganz kurz dann hier das auspacke, um ein paar Dinge zu zeigen, noch ein letztes Bild zu hier Game of Bricks. Da gibt es nämlich eine witzige Sache. Ja, ihr seht jetzt das Bild, da ist es. Und da sind nebendran 3 kleine Rettungsboote mit Laternen. Also es gibt hier 3 LEDs und diese 3 kleinen Boote mit diesen Laternen. Man kann die dann quasi neben die Titanic packen, quasi so wie das auch im Film war, wo die dann rumgefahren sind und mit den Scheinwerfern, mit den Taschenlampen nach Überlebenden gesucht haben. Naja gut, das ist ein witziger Gag, aber wenn man diese Titanic irgendwo dann vielleicht in der Vitrine vielleicht sogar drin hat, glaube ich, wird man darauf doch eher verzichten. Gut, werfen wir mal einen kurzen Blick hier in das eine hier, das was ich ja in erster Linie für die Beleuchtung benutzen werde. Sehr kompakt alles zusammengepackt, um 2-mal packen zu benutzen. Ja, das Handbuch, User Manual, ist sehr überschaubar, was hier drin ist. Ja, das sind auch nur so ein paar grundlegende Infos, wie man die Kabel, die ja sehr dünn sind, zwischen den Lego-Steinen verlegt, wie man die Stecker anschließt oder beziehungsweise wie man sie auch besser nicht verlegen sollte. Die eigentliche Anleitung, also die eigentliche Bauanleitung, die kann man sich dann oder muss man sich dann aus dem Internet herunterladen. Das steht natürlich dabei. Gut, was ist denn hier alles drin? Da sind zum einen, ich dachte erst, wieso ist da ein rotes Kreuz drauf? Vielleicht ist es auch wirklich aus einem chinesischen Erste-Hilfe-Kasten. Das sind die Wattepads, die Wattebäuche, die benutze ich ja nicht, also die benötige ich definitiv nicht. Und ansonsten sind hier sehr viele Tüten drin. Ich werde jetzt nicht alles zeigen. Die werde ich ja sowieso alle benötigen. Dann, wenn es an die Verkabelung geht. Wir haben hier die Fernbedienung, eine Pinzette und nicht aus Kunststoff, erstaunlicherweise, sondern aus Metall. Erstaunlich. Ja, hier sind diverse dann LED-Bänder drin, um vor allem den Oberbau, die Gänge zu beleuchten, die Außengänge. Hier sind Lego-Teile dabei. So, was haben wir denn hier noch? Ja, hier dann, das ist das, was ich ab dem nächsten Video dann brauchen werde, weil ich möchte dann ja, sobald es dann wieder nach vorne an den Bug geht, eben, sobald die Bullaugen drankommen an die Seite, das Ganze gleich mit den LEDs machen. Und das ist hier wirklich schön gemacht. Das sind quasi die Lego-Steine, die auch benutzt werden, um die Bullaugen dann zu simulieren. Autsch! Was? Hallo? Was war das denn? Das tat weh. Ah! Habt ihr gesehen, was das war? Ich finde das überhaupt nicht witzig. Ich habe das Gefühl, ich bin hier nicht mehr allein. Na gut, bin ich sowieso nicht, ihr seid da, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das einer von euch war. Autsch. Mann, wenn jetzt der Helm runtergefallen wäre auf die, hätte ich ja nochmal neu bauen müssen.
Ja, wo war ich denn? Ja, also bei diesen Lego-Steinen hier mit LEDs, da sind die LEDs schon drin, brauche ich dann eben nur die Original-Lego-Steine zu ersetzen. Das heißt, es bleiben auch einige Lego-Steine damit natürlich wieder übrig. Gut, also das werde ich auf jeden Fall dann im nächsten Video beim nächsten Mal brauchen. Packen wir hier mal wieder rein. So, ansonsten sind hier natürlich, was haben wir denn hier? Das ist nochmal das gleiche. Hier ist das Fernsteuerungsmodul drin. Ja, ich will es jetzt nicht auspacken. Vielleicht kann man es auch durch die Tüte erkennen. Das ist das Fernsteuerungsmodul. Man kann vielleicht erkennen, dass es 5 Anschlüsse hat, sowie auch die Fernbedienung hier dann die Schalter 1 bis 5 hat. Ja, diverse Kabel natürlich. Hier sind diese Laternen für diese Rettungsboote. Ich weiß nicht, ob man das durch die Tüte erkennen kann. Und auch die Rettungsboote, die man dann hier, die sind, glaube ich, auch irgendwo hier drin. Ich finde sie jetzt nicht, das ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Hier sind wieder Expansion Boards, also diese Mehrfachstecker habe ich ja schon verwendet. Hier bei der Verkabelung der Kesselräume. Gut, bei diesem Beleuchtungskit von Game of Bricks ist auch eine Batteriebox dabei. Allerdings, was ich so gelesen habe, auch bei den anderen Beleuchtungskits, das wird wahrscheinlich von der Leistung her nicht ausreichen, wenn man da alles mit betreiben will. Bei mir sowieso nicht, weil ich ja noch zusätzliche Dinge mit einbaue. Also entweder eine Powerbank oder dann vielleicht doch direkt mit einem USB-Anschluss verbinden. Da bin ich auch mal noch gespannt, oder werde ich noch sehen, wie ich das mache, ob ich irgendwo eine Öffnung dann an der Seite reinmache, also auf der Rückseite quasi, wenn sie irgendwo steht, und dort dann ein USB-Kabel reinführe. Gut. Ja, so langsam möchte ich dann auch zum Ende kommen. Ich fühle mich hier irgendwie unwohl und auch etwas beobachtet, muss ich sagen. Ich möchte noch ganz kurz zum Abschluss hier von Brickshine, oh, das habe ich wieder zugeklebt, weil das ist wirklich richtig kompakt gepackt. Also wer das macht, dass das dann vernünftig zugeht, ist echt bewundernswert. Ja, hier ist ein solches Dampfmodul. Das möchte ich auch noch mal kurz zeigen. Das besteht aus 2 Teilen. Das ist einmal hier die Steuerungseinheit mit dem Schalter. Zack, gehen wir hier weiter in die Mitte. Und das ist das eigentliche Dampfmodul. Wird übrigens mit ganz normalem Wasser betrieben und da kommt richtig was raus. Ich habe das schon mal getestet und auch aufgenommen. In einem der nächsten Videos werde ich das auch mal zeigen. Getestet habe ich sowieso alles schon, die Fernbedienung, alle LEDs aus beiden Leuchtkits. War ziemlich viel Arbeit, aber sollte man natürlich tun, damit man im Zweifelsfall, wenn was defekt ist, das direkt auch zurückschicken kann. Gut. Ja, damit wäre ich für heute dann soweit erstmal durch. Als Ausblick beim nächsten Mal, wie schon erwähnt, geht es vorne an den Bug. Dann geht es weiter mit den Tüten Nummer 3 und eben dann mit der Verkabelung. Ich bin echt mal gespannt, wie das werden wird, ob ich mir da echt einen Gefallen mit tun werde, weil die Anleitungen der Beleuchtungskits, die sind alle darauf ausgelegt, diese ganze Verkabelung, den ganzen Einbau nachträglich vorzunehmen. Das heißt, die ganzen Bilder in den Anleitungen sind alle dafür gedacht, für den nachträglichen Einbau. Und ich möchte das ja parallel zum Bau der gesamten Titanic über die gesamte Länge von vorne nach hinten mit meinen Zusatzideen machen. Ja, lassen wir uns überraschen. Ich bin da am meisten gespannt. Gut, das war's dann für heute. Ach so, was ich noch tun kann, bevor ich es vergesse, gerade mein Blick ist drauf gefallen, meine Tafel hier mit der Übersicht. Ich habe mittlerweile schon gemerkt, das Hellblau, was ich hier für die Zahlen genommen habe, war vielleicht gar nicht so eine gute Idee. Ich hoffe, dass man es trotzdem erkennen kann. Tüten Nummer 37, das waren 187 Steinchen.
Das schreibe ich hier mal noch dazu. Und damit sage ich Tschüss für heute. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Was? War das? Wir sehen uns wieder.